Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial der Stadtbibliothek Köln. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Rosetta Stone, das ist eine App zum Sprachenlernen, am Handy oder am Tablet nutzen könnt. Dafür wechsle ich jetzt auf meinen Handybildschirm und wünsche viel Spaß. So, wie ihr seht, habe ich meinen Browser bereits geöffnet und habe hier auch schon, upsala, das ist ein Tippfehler, die Seite reingeschrieben, die ich öffnen möchte, auf der ich die Anleitung finde, wie ich mich in die App einloggen kann. So, die Adresse ist www.stbib-köln.de/Rosetta Stone, also sehr simpel. Und dann starte ich einmal die Suche. So sieht die Seite aus, sehr eindeutig betitelt. Und hier habe ich alle Infos dazu. Was bietet Rosetta Stone und welche Sprachen gibt es? Dann die Anleitung für den Zugang über den Webbrowser. Das habe ich ja bereits in meinem ersten Video zu Rosetta Stone erklärt. Und dann hier den Zugang über die Rosetta Stone App. Wichtig zu wissen, die Rosetta Stone App gibt es für Android und für iOS, also sollte mit jedem Smartphone, mit fast jedem Smartphone nutzbar sein und, oder mit fast jedem Tablet. Das ist natürlich die Alternative. Und wir beginnen einfach mal bei Schritt 1. Laden Sie sich die App auf Ihr Gerät herunter, einmal öffnen und dann unbedingt wieder schließen. Wie Sie die App herunterladen, das machen Sie wie mit jeder App über den Play Store oder über den App Store. Und wie gesagt, dann einmal öffnen und wieder schließen. Ich habe das auf meinem Handy schon erledigt. Die App ist einmal runtergeladen, geöffnet und geschlossen worden. So, um mich in der App einzuloggen, muss ich einmal mich über den Browser einwählen. Das geht leider nicht ganz ohne, deswegen einmal diesem Link hier folgen. Hier werde ich nach meiner Ausweisnummer und meinem PIN gefragt. Das sind dieselben wie bei der Ausleihe, deswegen gebe ich die jetzt einmal schnell ein. Wenn ich das Ganze eingegeben habe und dann auf Login klicke, werde ich zur Rosetta Stone Seite weitergeleitet. Diese Seite kennt jeder, der sich am Browser schon mal eingeloggt hat, bereits. Hier stelle ich mir wieder die Sprache oben auf Deutsch, einfach weil ich es angenehmer finde. Man kann das aber auch auf Englisch lassen. Das ist jedem selbst überlassen. Als Benutzername gebe ich die von mir festgelegte E-Mail-Adresse ein. Zu den E-Mail-Adressen hatte ich bereits was gesagt, wie realistisch die sein müssen oder nicht. Bei mir ist das jetzt kölner@dom.de und das Passwort dazu. Und dann wähle ich noch die Sprache aus. Ich nehme als Beispiel wieder Französisch. Dann klicke ich hier auf Anmelden und werde weitergeleitet zu einer Seite, die man auch bereits kennt, wenn man sich am Browser eingeloggt hat. Das ist die Startseite von Rosetta Stone, sagen wir es mal so. Und hier klicke ich auf diese erste Zeile Rosetta Stone Foundations starten. Das mache ich. Und jetzt öffnet sich automatisch die Rosetta Stone App auf meinem Handy. Und wenn sich die App dann vollständig geöffnet hat, kann man auch direkt mit dem Lernen loslegen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier einen Sprachkurs starten, indem ich Einheit 1 nehme mit den Sprachgrundlagen. Das ist jetzt dann die Hauptlektion. Die Ausspracheübung habe ich schon gemacht, irgendwann mal, oder beim Vokabular habe ich auch schon mal angefangen. Da machen wir jetzt einfach mal weiter und gucken, was bei Des femmes. Nun, man hört jetzt, was gesprochen wird. Des femmes, das sind die Frauen. Des filles. Das sind die Mädchen. Des hommes. Das sind die Männer. Des garçons. Und das sind die Jungs. Genau. Le garçon mange. Genau. Und so geht das jetzt immer weiter. Also eben hatten wir die Abfrage Frauen, Männer, junge Mädchen. Jetzt kommen wir zu dem Jungen, der isst. So gestalten sich dann beispielsweise einzelne Lektionen. Ich kann mir hier immer noch einen Tipp anzeigen lassen, dass mir ein Text angezeigt wird mit dem gesprochenen Wort. Le garçon court. Oder hier einmal
eine Runde spinksen, sage ich mal, wenn ich auf dieses Auge am linken Bild Le reingucke. garçon court. Ich kann die Lektion aber auch, weil ich jetzt nicht genug Zeit habe, die einmal mit alle durchzumachen, pausieren, sehe dann das Ergebnis und hier natürlich den Hinweis, ich muss die Übung abschließen, um ein Häkchen zu erhalten. Ich will das jetzt aber beenden und könnte hier natürlich jetzt noch zur Grammatik etc. pp. So, also gehen wir mal wieder zurück. Ich war jetzt in Einheit 1. In Einheit 1 gibt es mehrere Lektionen. Was es noch gibt, ist, dass ich hier zum Beispiel auf dieses andere Symbol klicken kann und dann finde ich einen Sprachführer, Geschichten und einen Audiobegleiter. Das sind Sachen, die ergänzend zu dem normalen Sprachkurs sind. Im Sprachführer zum Beispiel kann ich gezielt Themen nochmal behandeln, zum Beispiel Höflichkeitsformen oder Begegnungen mit Menschen im Hotel. Da ist schon jeweils ein Häkchen, das habe ich schon mal gemacht. Ich gehe jetzt nochmal auf im Hotel. Dann kann ich mir das Ganze anhören. J'ai une réservation. Und das Ganze im Anschluss sprechen. Gut, ich kann hier wieder zurückgehen. Geschichten, das vielleicht auch mal, das sind kleine Geschichten auf Französisch, die man sich vorlesen lassen kann, die man dann auch selber laut vorliest. Und Rosetta Stone kopiert die nicht, nimmt das Gesprochene dann auf und kann dann sagen, das hat man gut verstanden, das nicht. Das gibt es natürlich auch angepasst an die Einheiten. Dann gibt es noch den Audiobegleiter. Hier kann man einfache Lektionen runterladen, diese auch offline nutzen und so unterwegs auch schön lernen. So. Was ich noch zeigen will als allerletztes, das sind die Einstellungen, egal auf welcher Seite, ob ich jetzt hier auf dieser Zusatzseite oder bei den Lektionen bin, oben in den Einstellungen, das ist das Rädchen oben rechts, auf das ich gerade geklickt habe, kann ich die nochmal alles sehen, meine Downloads verwalten. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Audiobegleiter oder eine Lektion zum Offline-Lernen heruntergeladen habe, könnte ich sie dort auch wieder löschen. Das ist immer sehr nett, wenn es um den Speicherplatz geht. Ich kann meine Einstellungen ändern und finde natürlich noch Informationen über Rosetta Stone. So, Downloads verwalten. Ich zeige das jetzt einmal, weil das vielleicht das Wichtigste ist. Ich kann hier zum Beispiel die Sachen alle runterladen und könnte sie da natürlich auch wieder rauswerfen. Das war's auch schon von der App Rosetta Stone am Handy. Ich hoffe, ihr konntet davon etwas mitnehmen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze am Computer funktioniert, schaut in das andere Video rein, Rosetta Stone am Computer nutzen. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Sprachenlernen.